Tada! Als wir das erste Mal hier reingelaufen sind, du musst dir vorstellen, das war so wir sind dadurch reingekommen und dann war es so ein offener Raum. Keine Wände, nichts. Und beide Jan und ich dachten, okay, das ist mega. Wir möchten unbedingt in diesem kreativen Raum wohnen, aber wir hatten tatsächlich so eine Challenge und das ist, wie bringen wir so eine 5-köpfige Familie hier ein. Und ja, das war der Anfang von diesem Projekt. Ja, als wir hier in diese Wohnung dann reinkamen und alles offen war, haben wir wirklich gedacht, es muss so bleiben. Also die Idee von der Offenheit und dass es so einen riesen Social Raum gibt, müssen wir beibehalten. Aber natürlich haben wir auch diese Zimmer gebraucht. Es gibt einen langen Gang und da gibt es so Räume, links, rechts, Bäder und so weiter, wo Türen sind. Und dann ganz am Ende der Gang sind die 2 Kinderzimmer, aber das, wo die Jungs sind, gehört auch zu einem anderen Gebäude irgendwie. Und da gibt es so 2 große Stufen, die man runtergeht und dann ist es so eine ganz andere Atmosphäre. Und zusammen mit unserem Architekt haben wir die Idee entwickelt, ein bisschen so von Mexiko inspiriert, dass wir ein Dorf haben. Und dann siehst du so kleine Casitas, so kleine Häuschen mit der Höhe von der Decken gespielt, damit das Wissen nicht ganz nach oben geht, sondern so mit Schräge oder mit transparenten Sachen, damit Licht reinfließt und dass es nicht so dunkel aussieht. Und die unterschiedlichen Materialien dann geben auch ein bisschen mit Fantasie die Idee von verschiedenen kleinen Häusern. Also wir sind hier gerade im Eingangsbereich und man kann hier durch 2 so Ecken reinkommen. Hier kommt man durch den Aufzug rein oder hier durch das Treppenhaus. Und was wir hier haben, sind so ein Sessel und das ist der Lieblingssessel von Fritz. Er sitzt hier, ich glaube, jeden Nachmittag und entspannt sich oder liest oder textet oder egal was. Hier ist ein Ocelot aus Mexiko. Hier seht ihr das. Das ist ein kleines leopardartiges Tier, was im Süden von Mexiko in einem Dschungel wohnt. Mein Vater kommt aus dem Süden von Mexiko, deswegen ist das ein bisschen symbolisch. Und hier seht ihr diese Löwen, die schützen den Eingang, damit kein schrecklicher Fremde reinkommt. Die haben wir in Singapur gekauft, als wir unsere Familie dort besucht haben. Und ja, ihr seht hier auch ein paar Teile, die mein Mann Jan gemacht hat. Er ist auch super kreativ und kann ab und zu mal auch so seine Kreativität rauslassen. Und da hat er diese Dackel oder so diese Sachen selber auch gemacht. Hat er auch gemacht, also das hier. Das ist nicht unbedingt sein Stil, aber er hat es mit Pastel gemacht. Und diese Collages und das hier. Guck mal, er benutzt immer diese Motive, aber diesmal hat er das in groß gemacht. Und die auch, die daneben? Das hier ist eine Collage, das er mit Fritzi gemacht hat und das haben auch Jan und Fritzi zusammen gemacht. Also das hat Fritz und das hat Jan gemacht. Hier in dieser Wohnung passieren ab und zu mal auch verrückte Sachen. Zum Beispiel die Jungs, wenn das Wetter draußen super schlecht ist und so, sie brauchen ein bisschen Auspowern, dann holen sie Badmintonschläger und fangen hier an zu spielen. Und natürlich haben wir Glück, weil wir diesen Raum haben und hohe Decken. Und das ist wirklich, es wird wie ein Turnier. Eins nach dem anderen und dann wer kommt und challenged und so weiter. So haben wir sehr viele Abende verbracht. Hier in dieser Ecke haben wir noch ein paar Sachen, die hier in der Wohnung waren, als es noch eine Fabrik war. Zum Beispiel diese Heizung, die stand früher in der Mitte vom Raum und hat die ganze Etage geheizt. Wir haben auch diese Feuerleiter, die zu Holzablage geworden ist. Und natürlich haben wir dann gelassen die ganzen Sachen, wo die Maschinen
früher gehängt haben, weil das bringt natürlich den Raum Charakter und die Persönlichkeit. Ne? Es war früher hier eine Fabrik und es soll irgendwie uns daran erinnern. Ja, jetzt sind wir hier im Wohnzimmer und als wir hier eingezogen sind, zuerst dachten wir machen alles schlicht. Dann haben wir sofort bemerkt, dass es ein falscher Schritt ist, weil sonst wird nicht gemütlich. Und Gemütlichkeit ist super wichtig, damit wir uns alle hier wohlfühlen und so weiter. Deswegen haben wir total das Gegenteil gemacht und haben wir uns auf Farbe und Kontrast entschieden. Und hier haben wir zum Beispiel Kleinigkeiten oder zum Beispiel diese Stiefel, die ich liebe, die sind von einer Berliner Künstlerin. Oder Sachen, die ich aus Mexiko gebracht habe, wie zum Beispiel diese große Ananas, die ist blau, aber ist tatsächlich aus einem Ort, Michoacán heißt. Und meine Mutter kommt aus dieser Ecke von Mexiko, deswegen war es mir auch sehr wichtig. Und wir haben diese wunderbaren Teppich. Das ist eine Leihgabe von einer von unseren besten Freunden. Wir hatten gar nichts hierfür. Und wir haben auch verstanden, dass wir eine Insel brauchen für unser Wohnzimmer, weil der Raum so groß war. Und er hatte die Idee, ja, ihr könnt kommen und gucken. Und er hat uns das netterweise ausgeliehen und wir lieben es. Jetzt sind wir hier in der Küche. Diese Insel hier, die wir sehr lieben, war schon vorher hier. Wir haben es einfach so übernommen. In der Küche verbringe ich wirklich sehr viel Zeit und ich mag es auch sehr gerne. Und natürlich hier haben wir auch ein paar mexikanische Touches, zum Beispiel diese Teller aus Mittelmexiko, die sehr viel Farbe reinbringen. Oder diese Vasen, die sind auch aus Kupfer, handgemacht und die sind auch aus Michoacán, wo meine Mutter herkommt. Und natürlich, es dürfte nicht fehlen, ein bisschen von dieser kreativen Seite von Jan wieder. Wir haben so ein paar Bilder von ihm da oben. Und wie ihr seht, wir haben hier diesen Hinter mit dem Holz, was auch vorne in einem anderen Raum zu sehen ist, damit die Wohnung so die gleichen Materialien überall hat. Und dann sieht man, dass es nicht so zwei unterschiedliche Orte sind, sondern eins. Und hier drüben haben wir unser Esstisch, wo wir sehr viel Zeit als Familie und mit Freunden verbringen. So eine kleine Geschichte zum Tisch. Es war, als wir es uns am Anfang vorgestellt haben, war es in diese Farbe. Aber kurz vor der Abgabe von unserer Bestellung haben wir es geändert zu rosa, weil es natürlich viel wärmer und gemütlicher macht. Danke, dass ihr hier wart. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht und adios!